Ja, hallo, willkommen zurück. Heute haben wir den Garmin Explore 2 auf dem Tisch und ich hatte ja schon ein Navigationsvideo dazu gemacht, das verlinke ich hier oben mal. Da haben wir das Ganze mal angeschaut, wie die Navigation das Ganze hier aussieht. Ich möchte euch heute einfach mal ein ausführliches Review des Gerätes zeigen. Das heißt also, ich würde euch einfach mal alles zeigen, was das Gerät kann. Ich habe es schon mal benutzt, habe ein paar Daten drauf und werde euch einfach entsprechend hier mal zeigen, wie das Ganze hier so aussieht. Ich werde das Video auch wieder hier entsprechend in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich irgendein Part nicht interessiert, beziehungsweise wenn du nochmal das Ganze anschauen willst, kannst du hier nochmal im Kapitel weiterspringen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt an. Ja, anders als in meinen anderen ausführlichen Reviews fangen wir heute mal mit der Verpackung an, weil ich euch einfach auch mal zeigen möchte, was hier alles im Lieferumfang enthalten ist. Also wir haben hier normal die klassischen Garmin-Verpackungen und wenn wir das Ganze mal aufmachen, also das Gerät ist jetzt schon eingeschaltet, das ist natürlich nicht so, wenn das beliefert bekommt. Ich habe hier noch was eingestellt. Dann habt ihr einmal natürlich das Garmin-Gerät, natürlich ist das Ganze hier mit einer Schutzfolie geschützt und dann bekommen wir hier auch so ein kleines Zubehör. Wir sehen einfach mal hier, wenn wir das Ganze hochnehmen, wir bekommen einfach hier mal einen Aufsatz fürs Fahrrad. Also hier sind mehrere Gummis enthalten, beziehungsweise dann auch die Aufnahme für das Garmin-Gerät, beziehungsweise hier für den Garmin-typischen Anschluss. Wir sehen jetzt hier, das Ganze ist hier entsprechend auch eingebaut. Wobei ich muss sagen, das Ganze ist hier in Plastik und nicht wie beim Edge 1040 etwa im Metall. Nein, es ist hier entsprechend in einer Plastikverarbeitung. Dann bekommen wir auch noch ein Ladekabel hinzu. Das Ganze ist hier von USB auf USB-C. Also wir haben hier unten dann auch am Garmin Edge hier unten so eine Schutzkappe drauf und dann sehen wir hier ist auch entsprechend ein USB-C-Anschluss. Das Ganze wird dann entsprechend hier, wie gesagt, hier dann geladen. Dann bekommen wir hier noch ein Bändchen, um das Ganze hier zu verbinden, dass man das mitnehmen kann, ohne dass es runterfällt. Und natürlich dann die üblichen Sicherheitshinweise, Gebrauchsanleitung, Quickstart ist dann auch dabei. So sieht dann der Garmin Explore 2 aus, um einfach mal kurz eine Relation zu kriegen, wie das Ganze hier entsprechend mit den verschiedenen Geräten aussieht. Habe ich hier zum Beispiel mal den Karoo 2. Wenn ihr den kennt, das ist von der Displaygröße so ähnlich, beziehungsweise hier den Wahoo Element Bolt in der V2-Version. Wir sehen hier schon einen deutlicher Unterschied, was die Größe-Display angeht, beziehungsweise dann auch hier den Garmin Edge 1040. Und wenn man das jetzt hier genau auf die Displayhöhe legt, also hier unten ist noch Solarpanel verbaut, sehen wir auch hier, dass es hier einen Ticken größer ist. Und dennoch ist das Display vom Edge Explore 2 doch gar nicht so klein. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, dann gehen wir einfach mal durch, was es hier alles entsprechend gibt. Also wir haben hier die Möglichkeit, beziehungsweise wir haben hier 3 vorinstallierte Profile. Es gibt ja einmal das Rennradprofil, das Indoor-Profil und das Offroad-Profil. Es ist aber so, dass es anders wie beim Edge 1040 wir hier keine weiteren Profile anlegen können. Also wir sehen hier Aktivitätsprofile, gibt es hier nicht den Menüpunkt Profile hinzufügen. Das ist hier leider entsprechend nicht enthalten. Dann bekommen wir eine Übersicht unserer letzten Strecke. Da können wir uns einfach mal die Details anschauen, was ich dann als letztes gemacht habe. Das war hier so eine Filmstrecke, die ich gemacht habe. Da bekommen wir einmal eine Übersicht angezeigt über die Geschwindigkeit, Anstieg, Abstieg, beziehungsweise ich habe hier auch die Möglichkeit, Climb Pro zu nutzen. Das zeige ich euch gleich nachher noch, wie man das Ganze einstellt. Und da könnt ihr dann einfach sehen, wie dann eure Tour gelaufen ist und bekommt hier nochmal so einen kleinen Überblick des Berges. So sieht es etwa auch aus, wenn ihr jetzt losfahrt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier unten am Berg seid, bekommt ihr, wenn ihr es möchtet, eine Anzeige, dass der Berg losgeht und dann habt ihr hier so eine Übersicht, wie sich der ganze Berg zusammensetzt, in wie viel Prozent Steigung das Ganze hat, beziehungsweise dass das Ganze knapp 7,4 Kilometer geht und 421 Höhenmeter hat. Dann haben wir natürlich die klassische Navigationsfunktion, also das ist eigentlich der Hauptbestandteil dieses Gerätes, was man eigentlich meist nutzen wird, ist die Navigationsfunktion. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Da können wir uns einmal klassisch die Karte durchsuchen lassen. Sehen wir jetzt meinen Standort hier. Da können wir dann auf die 3 Striche gehen. Dann kann ich mir zum Beispiel die populärsten Strecken anzeigen lassen oder auch Streckenpunkte oder verkehrsreiche Straßen. Die ploppen dann auch entsprechend auf, wenn ihr da auf diese Straße kommt. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, Strecken selber zu planen. Wir haben einmal die Option, über Garmin Connect selber das Ganze zu planen. Da bietet Garmin hier kostenlos die Möglichkeit, das zu tun. Beziehungsweise, wenn ihr Komoot nutzt, könnt ihr das Ganze hier verbinden, dann wird es hier synchronisiert. Oder auch, wenn ihr Auto Active nutzt oder auch, wenn ihr jetzt mit einer GPX oder TCX-Datei das Ganze plant, also mit irgendeinem Programm, was jetzt hier nicht direkt unterstützt wird, das könnt ihr entsprechend hochladen und dann hier verwenden. Wir sehen hier, wir haben eine große Auswahl an Strecken jetzt hier und da kann man sich dann auch entsprechend die Gegebenheiten der Strecken anschauen. Sieht man jetzt einfach mal die Distanz. Hier wird das Ganze jetzt ohne Karte angezeigt, aber bei der Navigation ist das entsprechend natürlich mit der Karte. Und hier sehen wir dann auch nochmal das Höhenprofil, wie sich das Ganze zusammensetzt, beziehungsweise bekommen hier dann auch nochmal eine Übersicht, was dann hier entsprechend geplant ist, beziehungsweise was für Steigungen es gibt. Ja, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Sachen zu suchen. Wenn wir jetzt einfach mehr reingehen, sehen wir hier, wir sehen jetzt schon, dass wir entsprechend hier
ja, die Sachen angezeigt bekommen, Bedarfsartikel, Bankautomaten, also wir können hier zum Beispiel sehen von der Postbank, Volksbank und so weiter und so fort, alles was hier so in der Region ist, beziehungsweise auch für einen Notfall was sein sollte, habt ihr hier auch Kliniken, Polizei, wenn wir zum Beispiel auf Kliniken draufgehen, sehen wir hier das Kreiskrankenhaus, was in unserer Nähe ist. Ich kann es jetzt nicht ganz genau zeigen, weil wir jetzt gerade im Keller sind und ich entsprechend kein GPS-Signal habe, aber so könnt ihr euch dann entsprechend ja, zu den gegebenen Örtlichkeiten navigieren lassen. Dann könnt ihr euch auch selber noch Favoriten setzen. Ich habe jetzt hier einfach mal aus Testzwecken mal was ja, angelegt gehabt, beziehungsweise ich glaube Garmin Taiwan ist tatsächlich sogar angelegt. Und dann könnt ihr hier entsprechend hier auch Favoriten hinsetzen und euch da entsprechend navigieren lassen, beziehungsweise kürzlich gefunden, sehen wir jetzt hier, ich habe bei einem Test, habe ich das Kreiskrankenhaus ausgewählt, wird es hier als kürzlich gefunden hinterlegt. Dann bekommen wir als Widget noch den Sonnenaufgang und Untergang angezeigt und wir können uns dann hier entsprechend auch ja, in Zukunft das Ganze anschauen, wann die Sonne aufgeht und Sonne untergeht. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nur Sonnenaufgang und Untergang ist und nicht wie jetzt zum Beispiel bei den Garmin-Uhren, wie ich das kenne, dass es dann entsprechend hier auch die Dämmerungszeit angegeben wird, weil ja der Dämmerungszeit auch dann entsprechend hier etwas interessanter ist, weil da wird es dann tatsächlich dunkel. Dann haben wir noch eine kleine Übersicht, was das Wetter angeht. Wir können jetzt hier mal reingehen. Dann bekomme ich jetzt die aktuellen Temperaturen angezeigt. Wir sehen jetzt hier 16 Grad, maximal 18 Grad und Minimum 6 Grad. Und dann bekommen wir hier auch nochmal eine stündliche Übersicht inklusive Regenwahrscheinlichkeit. Und dann haben wir hier so eine kleine Übersicht, wie das Wetter dann für unsere Tour aussieht. Aber auch hier ist es dann wichtig, dass das Ganze dann hier mit dem Handy synchronisiert wird. Also die Daten werden sich dann entsprechend übers Handy gezogen, beziehungsweise man kann ja am Handy dann auch einstellen, ob es dann der Standort des Handys ist oder einen bestimmten Standort, den man hier hinterlegt haben möchte. Dann haben wir auch die Möglichkeit, eine Position zu suchen, wenn wir das wollen. Dann bekomme ich eine Erholungszeit angezeigt. Es ist so, wenn ihr dann ein Workout macht. Ich konnte jetzt keine Workouts machen, weil ich jetzt leider krank war und musste jetzt eine Woche pausieren. Deswegen ist hier 0 Stunden. Aber wenn ihr entsprechend ein schweres Workout gemacht habt, bekommt ihr dann hier auch die Erholungszeit angezeigt. Und dann habt ihr hier auch da entsprechend eine Übersicht. Den nächsten Wert, den wir hier sehen, ist die sogenannte VO2 Max Messung. Und es ist auch so, dass wir hier die ganze Sache nur bekommen, wenn wir eine Wattmessung haben, beziehungsweise ihr könnt entweder Indoor-Watt messen, das heißt an einem Smart-Trainer, der das Ganze unterstützt, beziehungsweise dann ja mit der Wattmessung am Pedal, wenn ihr dann entsprechend Pedale habt. Ich habe zu dem Thema Garmin Rally mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Das sind zum Beispiel so Pedale, die das Ganze unterstützen und dann bekommt ihr auch jetzt VO2 Max Wert angezeigt. Wir gehen einfach mal rein, dann sehen wir hier wieder, dass ich wie gesagt eine Woche nichts machen konnte, aber wir haben so einen kleinen Überblick, wie sich meine VO2 Max in den letzten 2 Tagen entwickelt hat. Zum Thema Herzfrequenzmessung ist es auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier eine Garmin-Uhr habt, die das Ganze unterstützt. Ich habe zum Beispiel jetzt hier die Forerunner 955 für einen Test gerade an. Da gibt es ja dann die Option, dass wir hier Herzfrequenz senden können. Und dann können wir entsprechend hier auch die Herzfrequenz senden. Dann drücken wir hier Start. Und dann können wir auch hier, wenn wir unter Sensoren gehen, das Ganze hinzufügen. Dann sagen wir einfach mal hier alle durchsuchen. Und dann bekommt jetzt hier gleich auch die Uhr angezeigt. Wir sehen hier, ach, ist sogar schon gefunden, weil wir es schon angelegt hatten. Und dann bekommt jetzt hier entsprechend auch die Herzfrequenz von der Uhr dann immer gesendet. Und so braucht ihr jetzt auch nicht zwingend einen Brustgurt, um das Ganze hier zu nutzen. Wie gesagt, alle Garmin-Uhren, die das Senden unterstützen, können hier entsprechend verwendet werden. Dann haben wir noch eine Übersicht der Intensitätsminuten. Da könnt ihr euch ein Ziel setzen oder ein Goal, was ihr haben möchtet. Dann füllt sich das Ganze, je nachdem, wie anstrengend euer Workout war. Dann haben wir noch eine Übersicht des Fitnessalters. Das errechnet Garmin dann anhand eures Alters, eures Gewichtes, eures Fitnesslevels. Wir sehen jetzt hier, mein reales Alter ist 39 und mein sportliches Alter liegt momentan bei 35. Die letzte Aktualisierung war am Montag. Und ja, wie gesagt, durch krankheitsbedingt konnte ich jetzt nichts mehr machen. Deswegen ist das schon etwas länger her. Dann bekommen wir noch ein Protokoll angezeigt. Das sind alle Workouts, die wir jetzt hier gemacht haben. Sehen auch hier meine Laufworkouts sind dabei oder auch hier meine Radfahrworkouts. Das heißt also, wenn ihr dann entsprechend den Menüpunkt bei Physio-Through absetzt, dann werden hier die Sachen auch entsprechend synchronisiert und ihr bekommt dann alle Daten hier auch dann entsprechend angezeigt. Ihr habt dann links auch noch die Möglichkeit, auf den Stift zu gehen. Da könnt ihr euch dann die ganzen Widgets so sortieren, wie ihr es haben möchtet. Beziehungsweise es gibt auch die Möglichkeit, Garmin Edge Explore 2 auch an Garmin Connect IQ anzubinden. Also es ist eine eigene App, da könnt ihr dann so Widgets herunterladen, die könnt ihr dann entsprechend hier auch noch verwalten und hinzufügen. Dann würde ich aber sagen, gehen wir mal in die Übersicht hinein. Es ist ja so, dass der Garmin Edge Explore 2 die abgespecktere Version ist von einem Garmin Edge 1040 zum Beispiel oder jetzt von einem 830er. Es liegt aber daran, dass der Fokus hier mehr auf Navigation liegt. Nichtsdestotrotz haben wir auch ein paar Trainingsmöglichkeiten. Also wir können ja oben einmal in Training hineingehen. Das sehen wir hier. Wir können einmal einen Smart Trainer verbinden, zum Beispiel jetzt den Kicker Snap, den ich habe. Wir können uns aber auch Ziele einrichten, sowohl Distanzziele
als auch Zeit und Distanz bzw. Distanz und Geschwindigkeit und dann werdet ihr entsprechend geleitet, um dieses Ziel hier einzuhalten. Oder wir können auch gegen eine Aktivität antreten, wenn wir da reingehen, gehen wir mal auf gespeicherte Strecken, sehen wir hier, können wir dann entsprechend hier eine gespeicherte Strecke auswählen. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel ja schon einige Touren gemacht habt, dann taucht hier die Tour auf und dann könnt ihr gegen diese Tour nochmal antreten und könnt euch hier entsprechend verbessern. Und dann habt ihr so quasi einen Ghost, der euch immer verfolgt oder den ihr schlagen müsst und so habt ihr so eine kleine Hilfe, um besser zu werden. Dann haben wir die Aktivitätsprofile, wenn wir hier reingehen. Da können wir diese aber entsprechend verwalten. Wie gesagt, neue anlegen geht nicht. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf Offroad gehen, können wir einmal die Trainingsseiten verwalten. Da haben wir zum Beispiel das Climb Pro, was wir einschalten können. Da können wir auch sagen, bei Annäherung zum Anstieg, dass ich hier informiert werde, beziehungsweise ich kann das Ganze auch ausschalten, wenn ich das möchte. Die Karte können wir einstellen, dass sie dann immer angezeigt wird, inklusive Höhenprofil. Also hier haben wir dann wirklich die ganzen Möglichkeiten, das Ganze so einzustellen, wie ich das möchte. Ich habe auch die Option, hier neue Sachen hinzuzufügen. Wir sehen hier neue Datenseiten bzw. Kompass ist möglich oder auch E-Bike-Werte. Also das heißt, wenn ihr jetzt ein E-Bike habt und das Ganze unterstützt wird, könnt ihr das auch hier hinterlegen. Dann bekommt ihr dann entsprechend die Daten eures E-Bikes angezeigt. Da ich selber jetzt kein E-Bike habe, kann ich das leider nicht testen. Also könnt ihr gerne mal in den Kommentar schreiben, falls ihr das schon mal gemacht habt, ob das sich Ganze lohnt. Dann kann ich aber auch neue Datenseiten hinzufügen und da kann ich zum Beispiel sagen, Kategorie 0 von 10 Feldern. Dann kann ich sagen, ich möchte jetzt beliebt Distanz, Timer, Rundenzeit, Geschwindigkeit. Also hier kann ich mir dann auch entsprechend das Ganze hier zusammenlegen, wie ich das haben möchte. Dann speichere ich das Ganze und dann kann ich mir hier entsprechend die Felder auswählen, wie das Ganze dann angezeigt werden soll. Und wenn wir es einfach bestätigen, dann sagen wir hier OK. Und wenn wir noch zweimal auf ein Feld tippen, dann können wir auch das Ganze nochmal abändern und sagen, hier, ich möchte hier Navigation haben, Ankunftszeit, macht jetzt keinen Sinn in der Größe, aber so könnt ihr dann entsprechend die Datenfelder einstellen, wie ihr sie selber braucht. Dann kommen wir zum Thema Anstieg. Ich habe schon angesprochen, hier gibt es dann auch Climb Pro. Da sehen wir hier, das Ganze ist jetzt aktiviert. Man könnte es aber auch ausschalten, wenn man es nicht haben möchte. Würde ich aber definitiv empfehlen, es eingeschaltet zu lassen. Und dann kann man auch sagen, alle Anstiege anzeigen oder nur mittlere bis große oder auch nur große Anstiege. Also dann kann das Ganze nochmal etwas feiner gegliedert werden. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einfach zu viele Anstiege bekommt oder jeder kleinste Berg da angezeigt wird und ihr wollt es nicht haben, könnt ihr es natürlich entsprechend ausstellen. Also ich empfehle da immer die mittlere Einstellung zu machen. Dann habt ihr die ganz klein draußen, aber die mittleren Berge sind auch schon mit drin, weil manchmal fliegen da welche raus und dann denkt man so, warum ist der draußen? Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, drin zu lassen. Dann haben wir noch die Alarm und Meldung, die wir einstellen können, also Warnung vor scharfen Kurven bzw. verkehrsreichen Straßen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Dann kommt dann auch so wirklich eine Anzeige, dass jetzt ihr auf einer verkehrsreichen Straße seid, beziehungsweise wenn ihr euch navigieren lasst, dann bekommt ihr auch bei scharfen Kurven dann eine Warnmeldung angezeigt. Da gibt es auch ein Signal, das euch entsprechend dann hier warnt, dass jetzt hier es gefährlich werden kann. Finde ich sehr sinnvoll. Ich bin auch eher ein Fan von lieber eine Anzeige mehr als eine zu wenig. Habe ich jetzt schon wirklich sehr gern genutzt, beziehungsweise war bis jetzt auch immer wirklich zutreffend, wenn das Ganze angezeigt worden ist. Und natürlich können wir jetzt noch Kalorienalarme, Distanzalarme, also hier gibt es dann auch eine Hülle und Fülle von Alarmen. Was vielleicht noch für viele interessant sein dürfte, wäre die Trink- und Esserinnerung, weil manche vergessen das als. Also hier ist entsprechend auch die Möglichkeit, es einzustellen, beziehungsweise auch Leistungsalarme. Ihr könnt ja wie gesagt ein Leistungsmesser hier anschließen, wenn ihr dann hier overpowert, dass ihr dann entsprechend hier auch sagt, okay, ich möchte hier für die maximale Leistung den Bereich einstellen. Das sehen wir gleich noch, wie man das machen kann. Dann kriegt ihr eine Warnung rauf und dann overpaced ihr nicht oder dann ist alles im grünen Bereich, sage ich mal. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier die Navigation einzustellen. Da sehen wir hier bei der Karte zum Beispiel die Ausrichtung ist möglich. Autozoom kann ausgeschaltet werden oder Navigationstext soll immer angezeigt werden. Auch die Darstellung, ob ich die populären Karten haben möchte und Detailgrad. Also hier ist wirklich alles Mögliche einstellbar. Maximal zum Beispiel wäre jetzt hier interessant für die Karte. Und so habt ihr dann auf jeden Fall die Übersicht auf der Karte. Das Ganze ist dann auch immer fürs Profil gespeichert. Das heißt also, wenn ihr beim Autorad mehr spezielle Ansichten haben wollt, dann könnt ihr es hier einstellen. Beim Rennrad das nicht haben wollt, dann habt ihr es, wie gesagt, pro Profil dann entsprechend auch so eingestellt. Natürlich gibt es dann auch hier noch das Routing. Da sehen wir dann auch nochmal hier die populären Routen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Sachen zu vermeiden. Also wenn wir jetzt hier was planen, uns navigieren lassen, zu einem gewissen Punkt zum Beispiel, dann sehen wir hier Autobahnen zum Beispiel oder Mautstraßen. Ja, da kann man sich entsprechend sagen, okay, was ist okay, was ist nicht okay. Das kann ich hier auch nochmal entsprechend verwalten. Dann haben wir auch noch die Option bei Streckenneuberechnung, zum Beispiel, dass dann Hinweis automatische Umleitung oder nur einen Hinweis geben soll oder automatische Umleitung ohne Hinweis. Also hier ist dann auch wieder alles möglich, wie ihr das Ganze entsprechend möchtet.
Dann bei Navigationsmeldung haben wir auch zwei Optionen, einmal nur Text oder nur Karte, beziehungsweise Karte und nur Text. Es ist so, wenn ihr zum Beispiel auf einem anderen Feld seid, zum Beispiel auf dem Datenfeld und jetzt die Karte aktiviert habt, dann ploppt hier auch wirklich eine Karte auf und zeigt euch dann, wo ihr abbiegen müsst. Ist das nicht so, bekommt ihr entsprechend nur einen Text angezeigt, dass ihr rechts abbiegen müsst. Ich bevorzuge immer die Karte, weil bei schwierigen Kreuzungen, sage ich mal, das doch ein Vorteil ist, wenn man dann auch entsprechend kurz die Karte sieht und es kommt ja im meisten Fall jetzt nicht so häufig vor und daher habe ich das entsprechend hier so eingestellt. Dann kommen wir noch zum Satellitensystem. Wir haben hier Multi-GNS, das heißt hier Galileo, GLONASS und GPS ist für unsere Breitengraden hier interessant. Das wird hier alles unterstützt. Es ist jetzt kein Multiband verbaut, wie bei zum Beispiel dem neuen Edge 1040. Es ist einfach nur das klassische, ja, die klassischen Satelliten, sage ich mal, in klassischer Form. Aber es ist trotzdem so, dass ja doch ein solider Wert herauskommt. Ich habe hier mal einen Vergleich gemacht mit dem Edge 1040. Und da war das doch wirklich ein solider Wert dafür, dass es hier kein Multiband-GPS ist. Wir können aber auch sagen, dass wir zum Beispiel nur beste Akkulaufzeit haben wollen. Das wäre dann nur GPS, beziehungsweise das Ganze auch entsprechend ausstellen. Dann habt ihr keine GPS-Aufzeichnung. Was zum Beispiel beim Indoor-Training jetzt sinnvoll wäre, das Ganze hier abzuschalten. Ja, und dann gibt es hier noch den Autoruhezustand. Das heißt also, wenn das Gerät dann nicht mehr bedient wird oder hier rumliegt, dann wird es einfach mal irgendwann in den Autoruhemodus gehen. Dann zum Thema Sensoren. Also wir können hier alles Mögliche an Sensoren verbinden. Wir sehen jetzt hier Herzfrequenzsensoren, sind einige verbunden. Dann habe ich hier zum Beispiel Trittfrequenzsensor beziehungsweise auch ein Leistungsmesser, mehrere verbunden. Oder auch jetzt hier unten der Kicker Snap. Die Sachen sind alle da. Habt ihr jetzt ein Edge 820, 830 oder 1030, dann ist es auch so, dass wenn ihr den Edge zum ersten Mal hier verbindet, den Explorer, dann werdet ihr auch gefragt, ob die Sensoren verbunden bzw. übernommen werden sollen. Dann übernimmt er auch tatsächlich die alten Einstellungen des vorherigen Gerätes und ihr müsst gar nicht mehr die Sensoren extra einrichten. Dann haben wir noch die eigene Statistik. Hier bekomme ich dann nochmal die Werte angezeigt, die wir gerade schon gesehen haben. Aber was hier noch hinzukommt, sind dann auch die Trainingszonen, die dann interessant sind. Wir haben hier einmal die Herzfrequenzbereiche. Das ist so, da kann man das Ganze hier einstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Leistungsbericht vom Arzt habt. Ihr könnt das Ganze aber auch über Garmin Connect selber zentral machen, dann wird es auf allen Geräten ausgerollt. Ihr könnt es aber auch entsprechend hier auf dem Gerät einstellen und hier vornehmen und dann bekommt ihr auch die Zonen entsprechend ausgerichtet. Dann gibt es noch den Leistungsbereich, das haben wir ja gerade vorhin gesehen bei dem Alarm. Hier kann man dann auch entsprechend die Leistungsbereiche einstellen, wenn ihr dann wisst, wie das Ganze bei euch ist, je nachdem im Training das Ganze ist. Ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, ich nutze das einfach so, wie es Garmin jetzt für mich errechnet und dann sehen wir hier einmal eine Übersicht, in welchem Leistungsbereich man sich bewegt und so wäre zum Beispiel Alarm, haben wir vorhin gesehen, auf Stufe 7, glaube ich, war das, dann würde hier auf Stufe 7 entsprechend den Alarm geben, was jetzt nicht so ganz sinnvoll wäre. Das wäre vielleicht sinnvoll, wenn man das Ganze auf 5 machen würde, je nachdem, was für ein Training ihr machen wollt, Basistraining, dann müsst ihr das Ganze natürlich entsprechend reduzieren. Dann gibt es noch den Punkt Sicherheit und Tracking. Hier ist es so, dass ihr dann entsprechend die Unfallbenachrichtigung und die Notfallkontakte hinterlegen könnt, beziehungsweise auch das sogenannte Live-Track nutzen könnt. Und wenn wir hier ins Live-Track hineingehen, sehen wir, die Sitzung wird geteilt. Es ist aber notwendig, dass das Handy entsprechend dabei ist. Und hier kann ich auch sagen, Teilen von Strecke oder Live-Track verlängern. Das bedeutet, dass das Live-Track dann, wenn ihr auch schon angehalten habt, die Sitzung beendet habt, das Ganze noch angezeigt wird. Aber was wird angezeigt? Ist eigentlich ganz einfach. Der Empfänger bekommt dann entsprechend eine E-Mail, dass ihr jetzt unterwegs seid. Er kann dann auf den Link klicken, dann sieht er genau, wo ihr gerade unterwegs seid, an einem blauen Strich. Falls ihr euch navigieren lasst, seht ihr an einem rosanen Strich dann, wo ihr euch hin navigieren lasst und hat so eine kleine Übersicht von euch, wo ihr gerade seid. Wenn es für euch wichtig ist, da es ein Sicherheitsfeature ist, dann entsprechend euch mitverfolgen kann. Und dann gibt es noch zu guter Letzt ein Fahrradalarm. Das heißt also, ihr könnt hier einen Code festlegen und es steht hier schon, koppeln Sie das Telefon, um beim Alarmwarnung zu halten oder ein Gerät automatisch unscharf zu schalten, wenn es in der Nähe befindet. Das heißt also, hier wird dann auch entsprechend ein Signal gegeben, wenn dann entsprechend was geklaut wird. Dann haben wir natürlich noch die klassischen Telefonverbindungen. Also wir haben jetzt hier nur das Telefon verbunden. Es gibt hier jetzt keine WLAN-Verbindung. Also die Aktivitäten werden dann entsprechend übers Handy synchronisiert. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, hier einen Energiesparmodus einzustellen. Und es ist auch eine Option, hier einen Gastmodus einzurichten. Da kann man dann einen PIN hinterlegen, der dann halt nichts einstellen kann, das Gerät aber nutzen kann. Und so habt ihr dann auch die Möglichkeit, mal das Gerät auszuleihen, wenn das jetzt für jemanden gerade wichtig ist. Dann kommen wir auch schon im Punkt System. Dann sehen wir einmal hier, wir können hier die Anzeige einstellen. Ich habe das Ganze auf 100% Helligkeit eingestellt und das Display jetzt erstmal anbleibt. Das ist einfach nur zu Demonstrationszwecken. Würde ich aber nicht empfehlen. Wir sehen auch hier schon ein großes Ausrufezeichen. Also im Regelfall langt da eigentlich etwa so 60-70% völlig aus.
und dann habt ihr ja ein optimales Bild. Das wirkt jetzt hier im Keller nicht so gut, aber wenn ihr draußen unterwegs seid, ist das wirklich hier ausreichend. Man kann natürlich auch noch sagen, dass nach so und so vielen Sekunden das Ganze ausgeht. Was hier nicht verbaut ist, ist ein Helligkeitssensor. Das heißt, er erkennt jetzt nicht automatisch, wie ist die Umgebungsbeleuchtung. Er strahlt einfach hier dauerhaft das Licht aus und ja, da habt ihr es entsprechend dann auch angezeigt. Bei der Akkulaufzeit ist es auch so, dass hier das Gerät doch für eine große Tour ausreicht. Also mehrere Tagestouren wird jetzt schon schwierig, aber wenn ihr jetzt hier eine große Tagestour macht mit 10, 11 Stunden, das ist hier überhaupt kein Problem. Kommt natürlich immer darauf an, was für eine Anzeigestärke ihr habt, was ist alles verbunden, was nutzt ihr alles. Das ist natürlich immer so ein Faktor, den ich jetzt natürlich nicht bemessen kann, aber ich sag mal so, für eine große Tagestour ist das Gerät hier auf jeden Fall mal ausreichend. Dann können wir hier auch die Widgets verwalten, wenn wir das wollen, beziehungsweise noch neue hinzufügen. Wir sehen hier noch einmal, wir haben jetzt Licht oder InReach, Fernbedienung ist möglich. Oder ihr könnt ja auch die Varia-Kamera nutzen, beziehungsweise das Radar. Das ist ja auf jeden Fall auch entsprechend möglich hier zu nutzen. Dann kommen wir auch zum Punkt Datenaufzeichnung. Wir sehen hier, Aufzeichnungsintervall ist jede Sekunde. Das heißt, das GPS-Signal wird auch jede Sekunde aufgezeichnet. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt, das kann man einstellen zwischen intelligent und 1 Sekunde. Ich würde es immer auf 1 Sekunde empfehlen, wenn ihr ein gutes GPS-Bild haben wollt. Nachteil ist natürlich hier auch, dass entsprechend hier die Akkulaufzeit etwas verringert wird. Dann könnt ihr auch sagen, die durchschnittliche Trittfrequenz sollte mit Nullen oder ohne Nullen sein, beziehungsweise bei der Leistung das gleiche. Und ihr könnt dann auch sagen, ob ihr die Herzfrequenz speichern wollt. Last but not least haben wir noch den Höhenmesser. Wir haben hier einen barometrischen Höhenmesser verbaut. Den können wir natürlich hier nochmal kalibrieren, beziehungsweise Autokalibration einstellen. Das ist normalerweise immer an. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte zum Beispiel hier kalibrieren, geht einmal manuell über GPS oder DHM. Also entsprechend hier könnt ihr dann nochmal die GPS-Daten einrichten. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier während der Aktivität nach unten zu swipen. Dann sehen wir hier, gibt es auch nochmal ein paar Einstellungsmöglichkeiten, beziehungsweise die Einstellungen, die wir gerade gesehen haben. Zum Beispiel hier könnte man schnell das GPS ändern, wenn man es haben möchte, beziehungsweise ändern möchte. Oder auch hier kommt man ganz schnell nochmal die Einstellung herein, um das Ganze hier entsprechend zu verwalten. Zudem haben wir da auch die Option, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf eine Strecke gehen, wir nehmen jetzt einfach mal hier die Strecke, ja, macht das einfach mal. Dann sehen wir einmal hier die Navigation der Karte. Wir sehen jetzt hier, die Satelliten werden halt nicht erfasst, weil ich jetzt gerade, wie gesagt, nicht da bin. Wir können ja auch in den Handmodus reingehen und dann sehen wir hier, können wir auch entsprechend hier uns die Strecke nochmal anschauen. Wir können auch rauszoomen, dann sehen wir hier auch, wie schnell sich die Karte entsprechend aufbaut, beziehungsweise wir können auch wieder zurück zum Punkt gehen. Und es gibt dann die Option, wenn ihr dann unterwegs seid, auch hier dann entsprechend einzustellen, ich möchte die populären Routen haben oder Streckenpunkte angezeigt bekommen oder Verkehrsstraßen möchte ich mir anzeigen lassen. Das könnt ihr auch verwalten. Was hier zum Beispiel aber nicht unterstützt wird, sind dann Strava Live-Segmente. Die sind hier entsprechend nicht enthalten, da ist es nicht Bestandteil des Gerätes. Was Garmin nur mit allen seinen Geräten anbietet, ist jetzt auch das Ganze über Garmin Connect einzustellen. Das heißt also, viele Einstellungen müsst ihr mittlerweile gar nicht mehr das Gerät machen, sondern könnt es auch bequem übers Handy machen. Wir sehen einmal hier, zum Beispiel sind die Aktivitätsprofile. Da kann man das Aktivitätsprofil hineingehen und auch hier die Trainingsseiten verwalten, hinzufügen oder entsprechend hier verwalten, wie man das Ganze haben möchte. Ich gehe jetzt einfach mal kurz da rein, wie das Ganze aussieht. Dann sehen wir hier zum Beispiel den Aufbau der Trainingsseite. Und dann könnt ihr hier entsprechend auch die Felder zuweisen, was ihr alles haben möchtet. Dann haben wir das Ganze auch mit Sicherheits- und Tracking. Da können wir auch die ganzen Notfallkontakte verwalten. Wie das Ganze mit dem Verwalten von Notfallkontakten geht, das verlinke ich dir oben mal im Video. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht und habe das Ganze mal erklärt, wie ihr es entsprechend einrichten müsst, dass hier die Personen auftauchen, die ihr dann hier verwalten könnt. Ja, das war das ausführliche Review des Garmin Explorer 2. Ihr könnt auch gerne mal sagen in den Kommentaren, ob euch der Funktionsumfang hier langt oder ob das für euch zu wenig ist oder ob das gerade für euch optimal ist. Wenn das Ganze gefallen hat, ich verlinke dir oben mal eine Garmin-Playlist, da kannst du mal reinschauen, das ist alles so rund um Garmin, beziehungsweise auch eine Best-of-Playlist, verlinke ich dir unten, da kannst du mal reinschauen, da ist alles so, was hier am Kanal stattfindet, falls du hier neu auf dem Kanal bist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du hier wieder vorbeischaust. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.